Hallo und herzlich willkommen zu Entscheidungsfreude. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie man kluge Entscheidungen trifft und seine Meinung selbstbewusst äußert. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Schön, dass ihr dabei seid bei Entscheidungsfreude. Heute zeigen wir euch Tipps und Tricks, wie ihr sicherer im Treffen von Entscheidungen werdet. Abonniert uns und aktiviert die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Wenn wir unsere Meinung ausdrücken möchten, benutzen wir oft die Sätze „Ich denke" oder „Ich finde". Diese Ausdrücke helfen uns klarzumachen, dass das, was wir sagen, unsere persönliche Sichtweise ist. Aber warum ist es eigentlich so wichtig, seine Meinung zu äußern? Es ist wichtig, weil es zeigt, dass wir über ein Thema nachgedacht haben und eine eigene Perspektive entwickelt haben. Wenn wir sagen, ich denke, zeigt das, dass wir uns mit dem Thema beschäftigt haben. Genau, es kann auch dabei helfen, Diskussionen zu starten. Wenn jeder nur schweigt oder dem anderen zustimmt, gibt es keinen wirklichen Austausch von Ideen. Ich finde, kann zum Beispiel auch signalisieren, dass wir offen für andere Meinungen sind. Und mit Ich finde können wir auch ausdrücken, dass etwas für uns persönlich wichtig oder bedeutsam ist. Es schafft eine Verbindung zu dem, was wir sagen und kann andere dazu einladen, ihre Meinung ebenfalls zu teilen. Vielleicht fragst du dich, wann du „Ich denke" und wann „Ich finde" verwenden solltest. Eine Faustregel könnte sein: „Ich denke" verwenden wir oft, wenn es um klarere Fakten oder logische Schlussfolgerungen geht. „Ich finde" nutzen wir mehr bei Gefühlen oder persönlichen Vorlieben. Und zum Beispiel, ich denke, dass es wichtig ist, regelmäßig Sport zu treiben. Hier geht es um eine allgemeine Tatsache oder Überzeugung. Aber ich finde, Fußball ist der beste Sport. Das ist ein persönlicher Geschmack. Es ist auch wichtig zu beachten, wie wir unsere Meinung äußern. Freundlichkeit und Respekt sollten dabei immer im Vordergrund stehen. Auch wenn wir anderer Meinung sind, ist es wichtig, den Standpunkt des anderen zu respektieren. In Diskussionen kann es hilfreich sein, Fragen zu stellen. Anstatt sofort zu widersprechen, könnte man sagen, ich verstehe, dass du das so siehst, aber warum denkst du das? So bleibt das Gespräch offen und respektvoll. Und manchmal kann es passieren, dass sich unsere Meinung im Laufe der Zeit ändert. Das ist ganz normal. Neue Informationen oder Erlebnisse können unsere Sichtweise beeinflussen. Ja, das zeigt auch, dass wir bereit sind zu lernen und flexibel zu bleiben. Manchmal merken wir, dass unsere erste Meinung vielleicht nicht die ganze Wahrheit war. Wenn wir unsere Meinung äußern, sollten wir auch darauf achten, dass wir nicht zu absolut klingen. Phrasen wie „Ich glaube" oder „meiner Meinung nach" können helfen, unsere Aussagen etwas abzuschwächen. Das stimmt. Und dadurch wirken wir auch weniger belehrend, was die Gesprächsatmosphäre verbessern kann. Schließlich wollen wir ja einen konstruktiven Austausch und keine hitzige Debatte. Was denkst du, macht es für manche Menschen schwierig, ihre Meinung zu äußern? Könnte es an mangelndem Selbstvertrauen liegen oder vielleicht an der Angst, kritisiert zu werden? Das könnte gut sein.
Es ist nicht immer einfach, seine Gedanken offen zu teilen, besonders wenn man befürchtet, missverstanden zu werden. Aber Übung macht den Meister. Je öfter wir es versuchen, desto leichter wird es. Und es kann helfen, sich im Vorfeld Gedanken zu machen. Was möchte ich sagen? Welche Argumente habe ich? So kann man sicherer auftreten und seine Meinung klarer formulieren. Ja, und man sollte auch nicht vergessen, jede Meinung zählt. Wir alle haben unterschiedliche Erfahrungen und Perspektiven, die wertvoll sein können. Wenn wir diese teilen, können wir viel voneinander lernen. Nachdem wir darüber gesprochen haben, wie wichtig es ist, seine Meinung zu äußern, wollen wir uns heute damit beschäftigen, wie man höflich zustimmt oder widerspricht. Genau. Zustimmung und Widerspruch sind wesentliche Bestandteile jeder Diskussion. Sie zeigen, dass wir aktiv zuhören und uns mit den Argumenten des anderen auseinandersetzen. Wenn wir zustimmen, können wir das Gespräch positiv verstärken. Ein einfaches „Das sehe ich auch so" oder „Da stimme ich dir zu" kann zeigen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Manchmal kann man seine Zustimmung auch durch ein kleines Beispiel oder eine Ergänzung verdeutlichen. Das zeigt, dass man sich wirklich mit dem Gesagten beschäftigt hat. Aber was ist, wenn wir nicht einverstanden sind? Wie können wir höflich widersprechen, ohne den anderen zu verletzen? Eine Möglichkeit ist, zunächst Verständnis zu zeigen, bevor man seinen eigenen Standpunkt darlegt. Zum Beispiel: Ich verstehe deinen Punkt, aber ich sehe das etwas anders. Oder man könnte sagen, das ist interessant, aber hast du auch diesen Aspekt berücksichtigt? So bleibt das Gespräch offen und respektvoll. Es ist wichtig, Ich-Botschaften zu verwenden. Anstatt zu sagen, du liegst falsch, könnte man sagen, ich sehe das anders, weil das macht den Unterschied deutlich. Absolut. Und manchmal hilft es, Fragen zu stellen. Warum denkst du das? Kann den anderen dazu bringen, seine Argumente zu überdenken und zu präzisieren. Und wenn der andere eine starke Meinung hat, die wir nicht teilen, ist es hilfreich, ruhig zu bleiben und nicht emotional zu reagieren. Ein weiteres nützliches Werkzeug ist das Paraphrasieren, also das Gesagte in eigenen Worten wiederholen, um Missverständnisse zu vermeiden. Das zeigt, dass wir wirklich zuhören und gibt dem anderen die Möglichkeit, seine Gedanken zu klären oder zu bestätigen. Manchmal kann es auch sinnvoll sein, ein Gespräch zu vertagen, wenn man merkt, dass die Emotionen hochkochen. Das gibt beiden Seiten Zeit, nachzudenken. Ja, und es ist völlig in Ordnung zuzugeben, dass man mehr Zeit braucht, um über etwas nachzudenken. Das zeigt, dass man die Diskussion ernst nimmt. Am Ende geht es darum, eine Balance zu finden zwischen dem Teilen der eigenen Meinung und dem Respekt für die Meinung des anderen. Und egal, ob wir zustimmen oder widersprechen, der Schlüssel liegt immer in der Höflichkeit und im Respekt. So bleibt der Austausch konstruktiv und angenehm für alle Beteiligten. Was denkst du, warum ist es manchmal so schwierig, höflich zu widersprechen?
Vielleicht, weil wir Angst haben, den anderen zu verletzen oder einen Konflikt zu provozieren. Aber mit der richtigen Wortwahl können wir das oft vermeiden. Was denkst du, warum ist es manchmal so schwierig, höflich zu widersprechen? Nachdem wir nun wissen, wie man zustimmt oder widerspricht, wollen wir heute darüber sprechen, wie man Vorschläge macht und Entscheidungen begründet. Richtig. Vorschläge sind oft der Beginn einer Veränderung. Sie können neue Perspektiven eröffnen und helfen, Probleme zu lösen. Wenn wir einen Vorschlag machen, sollten wir klar und präzise sein. Zum Beispiel, ich schlage vor, dass wir unser Projekt in kleinere Schritte unterteilen. Genau. Und es ist wichtig, den Nutzen des Vorschlags zu erklären. Warum ist es eine gute Idee? Was können wir dadurch gewinnen? Es kann hilfreich sein, Beispiele oder Erfahrungen einzubringen, die den Vorschlag unterstützen. Das macht ihn greifbarer für die anderen. Und wenn wir auf Widerstand stoßen, sollten wir offen für Feedback sein. Vielleicht gibt es Aspekte, die wir nicht bedacht haben. Das stimmt. Offenheit zeigt, dass wir bereit sind, unseren Vorschlag zu überdenken und anzupassen, wenn es nötig ist. Aber wie können wir Entscheidungen begründen? Warum ist das wichtig? Eine gute Begründung zeigt, dass wir die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen haben. Sie gibt den anderen Sicherheit und Vertrauen. Zum Beispiel könnte man sagen, ich habe mich für diese Option entschieden, weil sie die effizienteste Lösung für unser Problem bietet. Es ist auch sinnvoll, die Vor- und Nachteile abzuwägen und transparent zu machen. So können alle den Entscheidungsprozess nachvollziehen. Und wenn wir eine Entscheidung gemeinsam treffen, ist es wichtig, dass sich jeder gehört fühlt. Das fördert die Akzeptanz und das Engagement. Manchmal ist es hilfreich, eine Liste mit den möglichen Optionen zu erstellen und diese gemeinsam zu besprechen. So wird der Prozess strukturierter. Es ist auch wichtig, flexibel zu bleiben. Wenn sich neue Informationen ergeben, sollten wir bereit sein, unsere Entscheidungen zu überdenken. Absolut. Und letztlich geht es darum, dass alle Beteiligten hinter der Entscheidung stehen können und wissen, warum sie getroffen wurde. Was denkst du, warum fällt es manchen schwer, Vorschläge zu machen oder Entscheidungen zu begründen? Vielleicht, weil sie Angst haben, kritisiert zu werden oder sich nicht sicher sind, ob ihre Ideen gut genug sind. Ja, aber mit der richtigen Herangehensweise können wir diese Ängste überwinden und konstruktiv zur Diskussion beitragen. Warum glaubt ihr, dass es manchmal schwierig ist, Vorschläge zu machen oder Entscheidungen zu begründen? Nachdem wir gelernt haben, wie man Vorschläge macht und Entscheidungen begründet, werfen wir nun einen Blick auf Diskussionen im Alltag. Ja, im Alltag sind Diskussionen allgegenwärtig. Ob bei der Arbeit, mit Freunden oder in der Familie, Kommunikation ist der Schlüssel. Richtig. Bei der Arbeit brauchen wir oft gute Diskussionen, um im Team effektiv zusammenzuarbeiten und gemeinsame Ziele zu erreichen. Ein Beispiel. Ein Teammitglied schlägt vor, ein neues Tool zu verwenden. Wie reagieren wir?
Offene und respektvolle Kommunikation ist hier wichtig. Ja, und es ist hilfreich, Fragen zu stellen. So können wir besser verstehen, warum der Vorschlag gemacht wurde und welche Vorteile er bietet. Bei Freunden kann es um kleinere Entscheidungen gehen, wie die Wahl eines Restaurants. Aber auch hier sind Diskussionen wichtig. Absolut. Es ist wichtig, die Meinungen und Vorlieben aller zu berücksichtigen, damit sich jeder wohlfühlt. In der Familie sind Diskussionen oft emotionaler, da persönliche Beziehungen im Spiel sind. Hier ist Empathie besonders wichtig. Ja, zum Beispiel, wenn es um Urlaubspläne geht. Jeder hat vielleicht andere Vorstellungen und es ist wichtig, Kompromisse zu finden. Manchmal hilft es, die Bedürfnisse aller zu klären und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, die für alle akzeptabel sind. Ein weiterer Aspekt ist, dass wir in allen Bereichen lernen müssen, Kritik konstruktiv zu äußern. Das kann Diskussionen bereichern. Genau, und es ist ebenso wichtig, Kritik anzunehmen und daraus zu lernen, anstatt sie persönlich zu nehmen. Auch sollten wir darauf achten, nicht immer nur zu reden, sondern auch gut zuzuhören. Das stärkt Beziehungen und fördert Verständnis. Und was, wenn Diskussionen hitzig werden? Wie können wir das Gespräch wieder auf eine sachliche Ebene bringen? Manchmal hilft es, eine Pause einzulegen, tief durchzuatmen und die eigenen Gedanken zu sortieren, bevor man weiterspricht. Zudem können wir versuchen, die Perspektive des anderen einzunehmen, um Missverständnisse zu vermeiden. Bei all dem dürfen wir nicht vergessen, dass es in Diskussionen nicht immer einen Gewinner geben muss. Es geht um Austausch. Ja, und manchmal ist der beste Ausgang einer Diskussion, dass wir uns darauf einigen, in manchen Punkten uneinig zu sein. Und das ist völlig in Ordnung. Unterschiedliche Meinungen bereichern unser Leben und bringen uns weiter. Letztlich sind Diskussionen ein Lernprozess. Sie helfen uns, uns weiterzuentwickeln und unsere Beziehungen zu stärken. Genau. Und mit Offenheit und Respekt können wir aus jeder Diskussion etwas Positives ziehen. Liebe Zuhörer, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns über Diskussionen im Alltag nachzudenken. Wir hoffen, ihr konntet hilfreiche Tipps für die Kommunikation mitnehmen. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, lasst uns gerne einen Kommentar mit euren Gedanken oder Lieblingswörtern aus der Episode da. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und ein Like dazulassen, damit ihr keine zukünftigen Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal. Der Vorschlag. Ein Vorschlag kann der Beginn einer Veränderung sein. Mit einem Vorschlag eröffnet man neue Perspektiven. Die Entscheidung. Eine Entscheidung sollte gut begründet sein. Eine klare Entscheidung gibt den anderen Sicherheit. Der Widerstand. Ein Widerstand entsteht manchmal bei neuen Ideen. Mit Geduld kann man Widerstand besser verstehen. Das Engagement. Gemeinsame Entscheidungen stärken das Engagement. Viel Engagement zeigt, dass sich alle beteiligt fühlen. Der Kompromiss.
Ein Kompromiss ist in Diskussionen sehr wichtig. Durch einen Kompromiss können unterschiedliche Meinungen verbunden werden.